Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Der Kanal hat mittlerweile eine Größe erreicht, bei der die Kommentarfunktion der Videos auch für Fragen genutzt wird. Unter einem der letzten Videos hat Nelly on her way die Frage gestellt, ob ich nicht ein Video darüber machen kann, wie Kubaner nach Deutschland auswandern können. Dieser Frage kommen wir heute nach. Wir betrachten kurz und knapp, welche Möglichkeiten Kubaner haben, nach Deutschland bzw. nach Europa zu kommen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Eins vorneweg, Kubaner sind sehr im Reisen eingeschränkt und ja, brauchen für Europa bzw. Deutschland eine Einladung in Form einer Verpflichtungserklärung. Mehr dazu in diesem Video. Aber heute geht es darum, wie ein Kubaner bleiben kann. Okay, dann starten wir mit der ersten Möglichkeit, die Heirat. Eine Möglichkeit ist es also, eine Person aus Deutschland bzw. Europa zu heiraten. Auch hierzu habe ich bereits ein Video gemacht, das habe ich hier auch entsprechend oben verlinkt. Man heiratet in Kuba, da die Hochzeit international anerkannt wird, oder man heiratet in Europa. Hierfür ist dann wiederum eine Einladung notwendig. Streng genommen haben wir hier also sogar zwei Möglichkeiten genannt. Einmal die Heirat in Kuba und einmal die Heirat in Europa. Schauen wir uns deswegen nun Möglichkeit Nummer 3 an, die blaue Karte. Die Green Card ist euch für die USA sicherlich ein Begriff. Europa hat so etwas Ähnliches, ist aber weniger bekannt. Sie nennt sich die blaue Karte. Hochqualifizierte Personen können so ein Arbeitsvisum bekommen. Speziell in Deutschland regelt das Aufenthaltsgesetz die Voraussetzungen. Für die blaue Karte sind nur einfache Deutschkenntnisse notwendig, also A1-Niveau. Und nach 33 Monaten kann dann eine Niederlassungserlaubnis beantragt werden. Mit dieser kann man dann unbegrenzt in Deutschland bleiben. Kommen wir nun zur vierten Möglichkeit, andere Visa. Ja, das Aufenthaltsgesetz habe ich ja so schon genannt. Hier sind noch weitere Möglichkeiten geregelt, zumindest für einen längeren Zeitraum in Deutschland zu bleiben. Zum Beispiel zum Zweck zu studieren zum Beispiel oder die Sprache zu lernen oder Au-pair. Gibt es noch weitere. Wie aber schon gesagt, ist der Aufenthaltszeitraum in dem Falle begrenzt. Um zu bleiben, müsste man sich wiederum die Möglichkeiten 1 oder 2 nochmal angucken. Ja, die fünfte Möglichkeit, die Einreise über Russland. Hier bewegen wir uns in einem eher kritischen Bereich. Kubaner können visafrei nach Russland reisen. Das machen auch recht viele, um in Russland Sachen zum Handeln zu kaufen. Doch manch einer geht auch einen Schritt weiter. Es gibt Schleuser, die darauf spezialisiert sind, oder sich spezialisiert haben, besser gesagt, Personen über die Ländergrenze zu bringen, zu schmuggeln. In Europa angekommen, gehen die meisten nach Spanien. Das hat natürlich den Hintergrund, da man zumindest die Sprache spricht und so schon mal eine große Hürde genommen werden kann. In Spanien oder halt auch entsprechend in jedem anderen europäischen Land wird dann Asyl beantragt. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist diese Möglichkeit sehr teuer und auch sehr riskant. Kommen wir nun zur sechsten und meines Wissens nach letzten Möglichkeit, die spanische Staatsbürgerschaft. Der überwiegende Teil der Kubaner hat spanische Vorfahren. Und laut spanischem Gesetz haben Kubaner die Möglichkeit, die spanische Staatsbürgerschaft zu beantragen, wenn maximal 2 Generationen weiter eine Person in der Familie spanischer Staatsbürger ist. Das heißt, war der Opa oder die Oma Spanier oder Spanierin, kann die Staatsbürgerschaft beantragt werden. Mit dem spanischen Reisepass kann man dann problemlos in Europa einreisen.
Ja, das war's, was ich zumindest kenne. Kennt ihr noch weitere Möglichkeiten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr kennt das. Und ja, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt bitte schnell, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich danke dir. Gut, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Saludos, ciao.